Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren COD Warzone bzw. MW2 Video oder man könnte auch sagen, der eine oder andere kennt die Battle News Folgen auf meinem Channel zur ersten Folge der COD News oder COD News oder wie auch immer wir es nennen wollen. Macht doch hier mal einen Vorschlag, gerne rein damit in die Kommentare. Ich habe in diesem Video ganz grob 2 Punkte von euch. Einmal tagesaktuell Update für die aktuelle Season 4. Es gibt einige Nerfs an Waffen, die wir uns gemeinsam reinziehen werden. Plus wir werfen nochmal einen ganz kleinen Ausblick auf MW2 und naja, ob wir da wirklich die Rettung für das Shooter-Genre in 2022 erleben können und dürfen. All das natürlich in offener Diskussion mit euch in den Kommentaren. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt sehr gerne weiterhin mit am Start. Also kurz und knackig checken wir jetzt einmal die Änderungen zur Season 4. Ja, es gibt nämlich eine Aktualisierung, die den ein oder anderen Nerf rausgehauen hat, insbesondere zur NC41, die ja mehr als nur durchrasiert hat. Auch die H4 Blixen ist reduziert worden, Marco 5 und die UGM 8. Alles etwas schwächer geworden, beziehungsweise mit unterschiedlichen neuen Stats ausgestattet. Das heißt beispielsweise bei der NZ41 hat man einen niedrigeren Körperschaden und dafür ist nochmal gleich der Rückstoß reduziert worden oder weiterhin reduziert worden, wo man sich ja wirklich die Frage stellt, also die hatte ja davor schon überhaupt keinen Rückstoß. Wie krass lasern soll das Teil denn noch? Und bei der UGM 8 wird auch der Schaden und die Kugelgeschwindigkeit angepasst bzw. nach unten reduziert. Wie sich das Ganze spielt, müssen wir natürlich noch ausprobieren und werden wir natürlich auch ausprobieren in einem der nächsten Videos. By the way, könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare packen, was sagt ihr denn zur neuen Map, zur Rebirth-Alternative? Ich persönlich finde sie gar nicht so schlecht, sie macht schon Bock, auch wenn natürlich des Todes da reingecampt wird und es so viele Fenster und Lücken und was weiß ich was gibt, wo man wunderbar abgeaimt werden kann. Ich muss auch sagen, teilweise in den Ecken, da muss ich auch nochmal wahrscheinlich an meinen Visibility-Einstellungen ein bisschen was ändern. Da kann man schon mal den einen oder anderen Gegner übersehen an der Stelle. So, das war es auch schon mit dem ganz kurzen News-Überblick und jetzt habe ich mir gedacht, werfen wir doch mal einen ganz kurzen Blick. Dieses Jahr 2022, es kommen die Nostalgie-Vibes, MW2 soll kommen. Ja, und da habe ich einen recht interessanten Artikel gelesen, den ich auch einfach mal an der Stelle unten verlinken werde. Und da geht es ein bisschen so um den Spagat. Ja, wir haben einmal Nostalgie auf der einen Seite, MW2, und wir haben natürlich Dinge wie Neuerungen, die in das Spiel reinkommen, ja, vielleicht auch müssen oder sollen, damit das Ganze auch interessant ist, bleibt und wird und vor allem auch eine längere Motivation geben soll als, ja, ich sag mal, das sonstige Call of Duty Fast Food Menü, was halt gerade mal so ein Jahr hält, weil nächstes Jahr soll ja wahrscheinlich kein neuer Ableger der Serie kommen. Also da muss einiges an den Start kommen. Und das ist genau, ja, vielleicht auch der Kasus Knaxus, was es dem Spiel absolut schwer machen kann, weil auf der einen Seite haben wir einen hohen Nostalgiewert und Nostalgie wird auch immer in Verbindung gebracht, ja, mit altbewährtem und diesen ganzen Themen und auf der anderen Seite muss man sich ja davon mal ein bisschen wegbewegen und das kann man natürlich nicht nur grafisch machen, sondern dann kommen natürlich auch andere Aspekte wie Movement und natürlich das allseits beliebte SBMM-Thema mit zum Tragen, wie man das Ganze eben auf gesündere Füße stellen würde, weil eins ist aus meiner Sicht zumindest ganz klar und ich komme ja eigentlich aus dem Battlefield-Franchise und habe natürlich auch fast jedes Call of Duty mitgespielt, war aber immer mehr in der Battlefield-Bubble auch drin und ich muss jetzt auch einfach sagen, auch aufgrund des Reinscheißens, so muss man es ja auch einfach sagen, von Battlefield 2042 und mangels anderer Alternativen, habe ich mich jetzt einfach viel, viel mehr in Warzone zurzeit wiedergefunden. Es macht mir unglaublich Spaß, auch so da am Movement zu arbeiten und natürlich ist man da noch ganz weit entfernt von den Punkten, wo man mal sein will, aber es hat auf jeden Fall eine Challenge an sich, es macht Bock, ja, das weggecampt werden, die niedrigere Time to Kill und so weiter und dann noch in SBMM gemischt, das macht natürlich nicht so Bock, also da ist auch nicht alles rosa-rosig und all die leidgeprügelten COD jahrelangen Spieler, die wissen, wovon ich spreche, aber nichtsdestotrotz hat es auf jeden Fall viel Potenzial und gerade so MW2, MW3 mit den Games habe halt auch ich angefangen. Oder was heißt angefangen? Klar, vielleicht hat man auch eins davor gespielt, aber das waren so die Games, die ich ab
abnormal viel gezockt habe früher und dementsprechend freue ich mich auch besonders auf den neuen Teil, auf den neuen Ableger. Bin mir auch fast sicher, dass ich das ausschließlich auf PC spielen oder zocken werde an der Stelle. Habe da jetzt auch nicht unbedingt vor, ja, vielleicht auch auf PlayStation zu wechseln. I don't know, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und deswegen, ja, es ist mehr so ein Appell. Ich hoffe, dass es gut wird, ja. Also klar, ein bisschen Nostalgie muss in so ein Spiel rein und am Ende des Tages freuen wir uns doch einfach, wenn wir ein gutes, spielbares und langzeitmotivierendes COD bekommen, das sich nicht nur um einen wochenlangen Grind in einem Battle Pass dreht, sondern weil es Gameplay Bock macht, weil es Movement Bock macht, weil es anspruchsvoll ist, weil man vielleicht das SBMM auch mal ein bisschen runterschraubt, dass man nicht immer auf demselben Level in einer Lobby da rumhüpft. Und dann kann doch da wieder einiges gehen, dann kann vielleicht auch compseitig auch mal wieder was an den Start kommen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, hat das Spiel mit am meisten oder fast schon mit am meisten Potenzial in diesem Jahr, weil, wie gesagt, Battlefield und durchaus auch Halo hat nicht so wirklich gezündet und bis da neue Teile rankommen, ist schwierig und wird lang dauern und MW2 hat halt einfach, wie gesagt, diesen Namen von früher, die Nostalgie von früher und da sollte auf jeden Fall ausreichend viel Potenzial sein, um was Ordentliches draus zu machen. Viel mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser kurze Exkurs in die COD-Welt gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video oder auch zum nächsten Livestream. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer LT.